Eine Frau suchte Zuflucht in der Toilette einer Tankstelle und bat die Polizei um Hilfe. Um dort hineinzukommen, hatte sie dem Verdächtigen im Auto vorgelogen, sie müsse tanken. In diesem Moment sah der Verdächtige die Polizei, die gerade an der Tankstelle eintraf, setzte sich ans Steuer und versuchte zu fliehen. Dabei stieß er mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Southbound 95. Tell me to the police station. Copy. Der 24-jährige Corarise Hill fuhr mit seinem Chevrolet auf die I-95 in Richtung Süden und beschleunigte auf über 193 Kilometer pro Stunde. Trotz dutzender Polizeifahrzeuge im Nacken setzte Hill seine Flucht fort und wich den Verfolgern aus. Polizeikräfte führten wiederholt PIT-Manöver durch, um Hills Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer, dessen Fahrzeug trotz wiederholter Zusammenstöße versuchte, auf der Straße zu bleiben, entschied sich in der Nähe von New Smyrna Beach anzuhalten und sich zu stellen. Der Verdächtige, der eine lange Liste von Straftaten vorzuweisen hatte, war unter anderem des versuchten Mordes sowie weiterer 10 schwerer Straftaten beschuldigt. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall wurde er festgenommen und ohne Kaution ins Gefängnis gebracht. Nathaniel Witherspoon, der wegen versuchten Mordes gesucht wurde, war endlich aufgespürt worden. Er ergriff die Flucht in einem gestohlenen, riesigen silbernen Dodge Ram. Während dieser Flucht sollte ein ganzes Stadtviertel ohne Strom bleiben. Westbound Wood Road from Washington. They're that high right now. Silver Dodge Ram. Pick up, just turn southbound. Okay, are you deciding to Yes, sir. Alright, I'll just stay out of the pretty Speeds are now 48. Light traffic. Three cruisers, 40. Copy that. Coming up to 104 now. Okay, what about how many might you get back for this? Because I did. Es war für die Polizeifahrzeuge sehr schwierig, den Pickup zu verfolgen, der dank seines starken Motors in kurzer Zeit beschleunigen konnte. Deshalb wurde er mit Hilfe von Hubschraubern Schritt für Schritt verfolgt. Außerdem planten die Polizisten das Aufstellen von Nagelfallen.
They said they went 33 back westbound. I think they told me this first one. No, we're I still thought they said northbound stay. James Road. Northbound James at Lanefield. We're going to go eastbound Lanefield from James. Im Fahrzeug befanden sich 2 Personen. Diese Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd drohte sehr heftig zu enden. Als die Verfolgungsjagd endete, erwartete die Polizei ein kaum sichtbares Risiko. Die Gefahr, dass die Hochspannungsleitungen die Polizisten berühren könnten. No, we don't have an address over here. They just dropped randomly. Eastbound Penfield. Northbound Eastbound Zettler. Penfield. Northbound Zettler. Damn, it's powered up. Yeah, they can. Come at the garage. He's cutting through. He's still going northbound. Northbound passing home. Looks like you don't find them. We're going to come up on 7. Yeah, they're aware. Northbound, we're going filter. Der Fahrer und die ihn verfolgenden Polizeifahrzeuge passierten die Kreuzungen, ohne ihre Geschwindigkeit auch nur geringfügig zu verringern. Das war wie eine Einladung zu einer großen Katastrophe. Southbound James. Looks like we're going to go eastbound on, or westbound rather, on 6th. On the 7th precinct. Westbound on 6th. Southbound Rarick. Westbound on 5th. Westbound on 5th from Rarick. Fuck! Does everybody have 2 radios or? Westbound on 670. I just missed a pit. Das Fahrzeug war wirklich schnell. Die Polizeifahrzeuge hatten große Mühe, mit dem Pickup mitzuhalten. No, I got somebody at the office doing something. Okay, take 10, 670 westbound right now. We get any luck on the chopper? Coming up. 71 north, 71 Downtown north. coming up to the split. 71 northbound. 71 northbound from the split. Getting off on 5th, getting off on 5th. He took 71 northbound, he's getting off of 5th. Westbound 5th. Southbound Cleveland. Southbound Cleveland. He just fired south of Newberry, so we just got him done. Keep your hands up! Keep your hands up!
An der Miller-Kreuzung in der Nähe der Autobahn I-70 prallte der Fahrer zunächst gegen ein Fahrzeug und dann gegen einen Strommast, woraufhin das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Stromleitungen hingen bis auf das Fahrzeug herunter und stellten eine ernsthafte Gefahr dar. Am Ende der Verfolgungsjagd zogen die Polizisten Witherspoon, der an seinem Georgia Bulldogs Tattoo am Hals zu erkennen war, und seinen Beifahrer aus dem Wrack und legten ihnen Handschellen an. Ein Mercedes AMG, der vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von den Polizeikontrollen erfasst wurde, verwandelte die niederländischen Straßen in eine Rennstrecke. Der Fahrer, der der Aufforderung der Polizei zum Anhalten nicht nachkam, beschleunigte auf über 250 km pro Stunde, fuhr im Zickzack und bog auf den Standstreifen ab. Ja, hij is ook met behoorlijk hoge snelheid gegaan. Ze zijn nu bijna bij ons. Dat gaan we niet. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. Schakelen hier op 01 over. 56, nog steeds over. Ja, zitten we er weer achter. Bakker weg. Hij stopt. Der Fahrer stellte sich quer auf einer schmalen Straße auf und tat so, als wolle er sich stellen. Als das Polizeifahrzeug sich ihm näherte, gab er erneut Gas und setzte seine Flucht fort. Welke kant gaat die geloof al op? Ik zit hier als dit is bij de rotonde rechtdoor. Zoals hij aanrijdt gaat hij richting M389. Ja. Hier richting Zevenbergen, Hemelskreet. De Teleur en Zevenbergen zijn gepositioneerd de eenheden. Ja, de huidige locatie is Strijpenseweg, snelheid 140. Zeg dat West-Brabant, landelijke eenheid. Drukt. We gaan kruising linksaf, Zevenbergseweg. Dan gaan we richting Etteleur. Ja, richting Etteleur is ontvangen. En dan 1109. 31. Begleitet von Durchsagen über Polizeifunk wie „Er geht ein zu großes Risiko ein, er schlängelt sich durch den Verkehr“, dauerte die Verfolgungsjagd bis zur Ausfahrt Breda West. Die Tatsache, dass die Polizeieinheiten ebenfalls leistungsstarke Audis einsetzten, führte dazu, dass diese Verfolgungsjagd bei hoher Geschwindigkeit lange andauerte. 31,6 richting de Lagervaartkant dan. 31,22 idem. 11,09 LE, snelheid over. Ja, nu in de bocht, Donkersstraat in, snelheid 80. Ja, volgens mij heb ik iets voor me, dus die ga ik volgen. Snelheid is 140, naderen we de rotonde. Naar de rotonde ontvangen. Ja, rotonde rechtdoor. Ja, huidige straat Pottenbakkersstraat. Pottenbakkersstraat ontvangen. We naderen de rotonde. Nu op de rotonde. Dan gaan we rechtdoor, rechtdoor. Ja, ontvangen. Gaat u dadelijk een flauwe bocht naar links krijgen bij de spoorovergang. Ik heb daar een motorrijder staan op dit moment. Ja, even voorzichtigheid geboden voor die motorrijder. Ja, motorrijder is aangesloten. Gaan we rechtsaf de Kloosterlaan in. Ja. Ja, bij contact. En dan de Van 't Hofstraat, rechtsaf de Van 't Hofstraat. En dan linksaf de Godwaldlaan in. Gehoord.
Die Verfolgungsjagd, die von der Autobahn in enge Gassen und von dort wieder auf die Autobahn führte, hat sich zu einem Duell zwischen zwei leistungsstarken Fahrzeugen entwickelt. Die ewige Rivalität der beiden Marken scheint durch diese Verfolgungsjagd offiziell Gestalt angenommen zu haben. Correct, en dan gaan we linksaf, komen we bij de rotonde uit. Hier gaan we rechtsaf de Patijnlaan in over. De 6 LE 1105 draaien en terug in de rotonde, de Rijsdijk bij de haven. Rotonde linksaf. Moment voor de locatie, de Aletta Jacobslaan over. Nu op de rotonde. Rotonde rechtsaf de Hoevenseweg in. 225 draaien alsjeblieft, richting de kruising terug. Gaat die rotonde tegengesteld, gaat die linksaf, linksaf. Ja, links verder de rondweg op. Hij is geen idee wat in de toer uit, jongen. Hij is ook 1 vrij, 22 rustig beeld, ontvangen. Dan, oh, kom op. Ja, ga maar, netjes. 79,6. Hij pakt nog steeds vluchtstroop, snelheid 220. Bei dieser langen Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit gelang es dem Fahrer zwar, der Polizei auf der Straße zu entkommen, doch der Verfolgung durch die Polizei konnte er sich nicht entziehen. Kurz darauf wurde der Fahrer in dem Haus, in dem er Zuflucht gesucht hatte, gefasst und festgenommen. Ein Verdächtiger, der Dutzende Flaschen luxuriöser Parfüms gestohlen und in den Kofferraum seines Fahrzeugs gepackt hatte, wechselte auf die Gegenfahrbahn, um der Polizei zu entkommen. Er fuhr direkt auf die entgegenkommenden Fahrzeuge zu. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Infiniti aus dem Jahr 2008, der Berichten zufolge zuvor mit einem LKW zusammengestoßen war. We're going to a parking lot here at the dead end road. In the parking lot, he's going across the median back southbound West Chapter Boulevard. Looks like a white Infiniti 4-door North 28 sign. Der Fahrer, der eine Zeit lang auf der Gegenfahrbahn fuhr, wechselte schließlich wieder auf die richtige Fahrbahn und setzte seine Flucht mit Vollgas fort. Dabei ignorierte er jedoch weiterhin Ampeln und Kreuzungen.
Um die Verfolgungsjagd, die sich in der Dunkelheit der Nacht mit hoher Geschwindigkeit fortsetzte, zu beenden, warteten die Polizisten auf einen geeigneten Moment. Und dieser Moment sollte sich bald einstellen. Der Verdächtige kollidierte zunächst mit einem Fahrzeug. Der Fahrer, der mit seinem beschädigten Fahrzeug weiterflüchtete, versuchte eine Kehrtwende zu machen, doch Polizeikräfte konnten ihn durch eine PIT-Manöver zum Anhalten zwingen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Dutzende Flaschen teurer Parfüms sichergestellt, die bei einem Diebstahl in Marion County gestohlen worden waren. Der Verdächtige, der wegen flüchtiger Flucht, gefährlichen Fahrens und Fahrens ohne Führerschein festgenommen wurde, wurde ins Washington-Alston-Gefängnis gebracht, während der Duft der Luxusparfüms im Vernehmungsraum der Polizeiwache zurückblieb. Die auf regennassen und rutschigen Straßen patrouillierende Staatspolizei wollte einen silbernen Chevrolet Camaro wegen unleserlicher Kennzeichen und nicht leuchtender Scheinwerfer anhalten. Doch statt anzuhalten, gab der 25-jährige Dustin Sockwell Vollgas. Der Grund des Fahrers: er hatte sein Auto gerade aus dem Parkhaus geholt und wollte nicht, dass es wieder abgeschleppt wird, weshalb er vor der Polizei floh. I've got you on the map, shows that you're turning maybe on East 24th Street. On Woodline now, right on Woodline. Right on Woodland. It's about here. Der junge Fahrer erreichte stellenweise Geschwindigkeiten von etwa 215 Kilometer pro Stunde. Mit dem ständigen Risiko, auf nasser Fahrbahn die Kontrolle zu verlieren, raste der Camaro ohne Rücksicht auf andere Fahrzeuge und eine Highschool durch die Straßen von Texarkana. Left into a gas station. You got a chance, girl, anyway.
CAB again. Alright, defense 108, let me know. I'm gonna have a spike here for the 12. Der Polizeibeamte unternahm einen ersten Versuch, den Fahrzeugführer anzuhalten. Der Fahrer konnte zwar entkommen, aber nicht verhindern, dass sein Reifen platzte. Okay, just keep riding on. There's a bridge before you get to Barter Farms, between the 12 and the Barter Farms on South Spikes, that bridge. He's got his flashers on now. Looks like they pull over. He's got a flag on his back rear. Der Fahrer, der versuchte, auf dem Felgenrand weiterzufahren und mit einem letzten Manöver durch eine Kehrtwende seine Spur zu verwischen, flog durch den zweiten und entscheidenden Schlag der Polizei in den Straßengraben. In diesen angespannten Momenten, als die Waffen gezogen wurden, streckte Sockwell seine Hände aus dem Fenster und gab der Polizei eine lehrreiche Antwort. Ich bin geflohen, weil ich mein Auto gerade aus dem Parkhaus geholt hatte und nicht wollte, dass es wieder abgeschleppt wird. Das Ergebnis? Ein schwer beschädigter Sportwagen, eine Anklage wegen Drogenbesitzes und eine Fahrt direkt ins Gefängnis. Ain't no reason to run. No, it ain't. Alright, get in there. Lean back for me. You know what jail you taking me to? Lean back for me. Bitte schreibt in den Kommentaren, von wo aus ihr uns verfolgt. Gibt es in eurer Gegend auch solche Verfolgungsjagden? Wie verhält sich die Polizei gegenüber Verdächtigen? Sind die Gesetze in dieser Hinsicht ausreichend? Reichen die Fähigkeiten und die Ausrüstung der Polizei aus, um gegen Kriminelle vorzugehen? Vergesst bitte nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Wenn euch solche Videos gefallen und ihr an Polizeiberichten interessiert seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Well, can you give us a second? Let's get all this done real quick. Will I be able to get out of jail? We'll have to see.